Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ihr hattet gefragt, können wir nicht einmal den Lone Star Quilt zusammenarbeiten? Und die erste Hälfte habe ich schon einmal vorbereitet. Wir hatten dazu Jelly Roll Streifen geschnitten und aus diesen Jelly Roll Streifen arbeiten wir nun die einzelnen Sternenelemente, um daraus dann unseren ganzen Lone Star zu arbeiten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Zunächst einmal öffnen wir unsere Jelly Roll Rolle. Die haben wir gemeinsam in einem anderen Video zugeschnitten. Das Video verlinke ich euch unter diesem Video. Aus unseren Jelly Roll Streifen möchten wir jeden einzelnen Stern, jede einzelne Zacke arbeiten. Jede einzelne Zacke von unserem Lone Star Quilt soll aus 3×3 Stoffstreifen bestehen. Als Farben habe ich 6 unterschiedliche Farben gewählt. Am einfachsten ist es, wir malen das Ganze einmal auf. Wir malen eine Zacke unseres Sterns, unterteilen alle Felder und hier können wir einmal sehen, wie das Farbschema für unseren Lone Star werden soll. Wenn wir das haben, dann versehen wir jede einzelne Position mit einer Nummer, denn wir möchten 8 gleiche Zacken bekommen. Und dafür brauchen wir unterschiedliche Stoffstreifen, die später immer an exakt der gleichen Stelle untergebracht werden. Ich habe mein ganz helles Feld mit der 1 versehen und je weiter wir herunterkommen, hat jedes einzelne Feld eine Farbnummer bekommen. Wir haben unsere Jelly Roll Streifen einmal nach Farben sortiert und ich habe auf jede Farbe schon eine Nummer gesetzt. Was wir nun machen möchten, ist, wir möchten Streifen aus diesen einzelnen Reihen arbeiten. Das heißt, wir knicken einmal das Papier und sehen, dass der erste Streifen, den wir arbeiten möchten, aus dem hellen Rot, aus der 1 besteht, aus dem hellen Violett, das ist die 2, und aus dem dunkleren Grün, das ist die 3. Aus diesen 3 Farben nähen wir unseren ersten Streifen. Die erste Reihe habe ich als A bezeichnet, das heißt, ich nehme für diese ersten 3 Stoffstreifen eine Nadel mit dem Buchstaben A, damit ich da schon einmal nicht durcheinander komme. Unser mittlerer Stoffstreifen besteht aus der Nummer 2, dem hellen Violett, aus der Nummer 6, dem helleren Grün und aus dem dunklen Violett. Das ist die mittlere Reihe, die habe ich mit B bezeichnet und ich setze mir einmal einen Sticker mit dem B in die zweite Reihe. Mit der dritten Reihe verfahren wir ganz genau gleich. Unsere übrigen Stoffstreifen können wir nun erst einmal zur Seite legen. Wenn ihr den Lone Star Quilt arbeitet, braucht ihr von jedem Streifenset, wenn ihr ihn aus Fettquartern arbeitet, jeweils 2 Sets. Wenn ihr ihn aus der gesamten Stoffbreite von 1,10 m arbeitet, braucht ihr von jedem Streifenset ein Set. Unsere Streifen möchten wir nun einmal aneinander nähen. Und hier müssen wir jetzt auch wieder schauen, dass wir da die richtige Reihenfolge wählen. So, ich lege das mal hier mit hin. Wir sehen hier die erste Reihe. Schon einmal im Stoff. Wir haben ganz oben haben wir in unserer ersten Reihe unser Rot. Anschließend unser Violett. Und als drittes kommt unser Grün dazu. Und genau in dieser Reihenfolge möchten wir unsere 3 Streifen nun zusammensetzen. Wenn wir unsere Streifen zusammengesetzt haben, möchten wir daraus Rauten schneiden, und zwar mit einem 45° Winkel. Setzen wir unsere Streifen nun genau gerade zueinander, dann sehen wir hier, wir haben jede Menge Verlust. Das möchten wir nicht. Wir möchten so wenig Verlust wie möglich erzielen.
Wenn wir uns jetzt unsere Schneidematte angucken, und das hat so ziemlich jede Schneidematte, seht ihr hier quer verlaufend einen 45-Grad-Winkel. Und diesen 45-Grad-Winkel nutzen wir. Und wir legen einmal, wir haben hier eine gerade Linie, wir haben unseren grünen Stoff und wir legen unseren grünen Stoff einmal genau so an, dass die 45-Grad-Linie von der einen Ecke durch unseren Stoffstreifen läuft. Unseren zweiten Stoffstreifen legen wir so an, dass die Ecke gerade ein bisschen über unserer 45-Grad-Linie liegt. Und mit dem dritten Stoffstreifen machen wir exakt das Gleiche. So schaut das Ganze aus. Nun möchten wir die 3 Stoffstreifen genau in dieser Reihenfolge aneinander setzen. Wir schlagen den oberen Stoff einmal über den unteren Stoff, achten wieder darauf, dass jetzt die äußere Kante nicht von der 45-Grad-Linie abweicht, sondern ein bisschen darüber hinausgeht. Das Ganze können wir, wenn wir mögen, einmal klippen und wir nehmen das einmal mit zur Nähmaschine. Ich habe für mich Viertel-Inch-Linien vor die Maschine gelegt. Wie ihr das macht, dazu verlinke ich euch ein Video. Ihr könnt das Ganze aber auch in Zentimeter nähen, dann schafft ihr euch diese Linien, dann zeichnet ihr euch diese Linien einfach in Zentimeter ein. Wie auch immer ihr euch entscheidet, mit welchem Abstand ihr auch immer jetzt eure Stoffe zusammennäht, das entscheidet nur darüber, wie groß oder klein euer Quilt nachher wird. Ihr könnt nicht während der einzelnen Nähvorgänge euren Abstand ändern, dann wird euer ganzer Stern nicht mehr ineinander passen. Entscheidet euch am Anfang, mit welchem Abstand ihr gerne nähen möchtet und näht dann einmal beide Stoffstreifen zueinander. Schaut, dass eure Linien genau übereinander liegen und näht. Die Stichweite, die ich eingestellt habe, liegt bei meiner alten Pfaff bei 2 und habe ein Standardfüßchen, eine Universalnadel, 80er Stärke. Ihr könnt hier schmalere Nadeln nehmen, wenn ihr das mögt. Mir reicht eine 80er Universalnadel völlig. Ihr könnt ein Quiltfüßchen anstellen. Da gibt es unterschiedliche Modelle, je nachdem mit welcher Maschine ihr quiltet. Unsere beiden Linien möchten wir nun zunächst einmal auseinanderklappen. Wir wollen sie erst am Ende bügeln. Wir können einmal mit dem Finger entlang streichen. So. Die ersten beiden Streifen haben wir aneinander genäht. Auch hier haben wir wieder eine 45-Grad-Linie. Und unser dritter Stoffstreifen wird nun wieder so angelegt, dass die 45-Grad-Linie durch das Endstück unseres Streifens läuft. Wenn wir das haben, schlagen wir das einmal zueinander und nehmen das erneut mit zur Nähmaschine. Und wir nähen unseren Stoff einmal ab. Auch hier streichen wir unseren Streifen wieder auseinander. So schaut unser Stoffstreifen aus und das Gleiche wiederholen wir nun mit den anderen beiden Streifen. Wenn wir das gemacht haben, sehen wir uns hier sofort wieder. Wenn wir alle unsere Streifen aneinander genäht haben, möchten wir sie bügeln. Bei meinem ersten Streifen habe ich die Naht nach oben gebügelt, bei dem zweiten Streifen nach unten. Also wird die Naht bei dem dritten Streifen wieder nach oben gebügelt. Wir drehen das Ganze um und wir möchten auch gar nicht bügeln, wir möchten pressen. Wenn wir jetzt mit unserem Bügeleisen mit Druck längs fahren, dann wellt unser Stoff. Wir möchten unsere 3 Reihen Stoff ordentlich hinlegen und möchten einmal die Naht pressen. Ein bisschen halten und ein bisschen pressen. Aus diesen Reihen schneiden wir nun unsere Rauten zu. Wir schneiden in einem 45-Grad Winkel zu und unsere Streifenbreite
wird 2,5 Inch. Wir können unsere Rauten mit einem Inch-Lineal abmessen. Wir können aber auch sagen, wir nehmen unser Zentimeter-Lineal und wir messen an unserem Zentimeter-Lineal 2,5 Inch ab. Wir messen 2,5 Inch und kleben ein Klebeband an entsprechender Stelle. Was auch immer wir machen, zuallererst möchten wir einmal unsere 45 Grad Linie einschneiden. Und dadurch, dass wir die Stoffe versetzt haben, haben wir nun so eine ganz schmale Kante Verschnitt. Das ist wunderbar. Wir legen das Lineal an, kontrollieren und wir schneiden. 45 Grad. Wir messen mit einem Inch-Lineal. Wir legen unser Lineal bei der 2,5 Inch Linie an. Wir legen unsere 45 Grad Linie an und wir können von der richtigen Seite zuschneiden. Ups, und unser erster Streifen ist geschnitten. Ich wähle bei den übrigen Streifen mein eingezeichnetes Band, mein aufgeklebtes Band. So, 45 Grad. Wir schieben unser Band an. Und wir schneiden. Aus jedem einzelnen Streifen erhalten wir 2, 3, 4, 5 neue Streifen. Unsere 3 unterschiedlichen Streifen sind zueinander genäht und nun möchten wir endlich unsere einzelnen Zacken aufbauen. Meine Musterzacke und meine 3 Zackenreihen. Das Ganze kippen wir einmal um 45 Grad und wir legen das Ganze richtig rum. Das sieht gut aus, das nähen wir zusammen. Wenn wir keine Musterzacke haben, ist das gar nicht schlimm. Wir haben ja unser vorgemaltes Bild und haben hier wieder unsere farbliche Anordnung und können nun jeden einzelnen Streifen noch einmal mit unserem Bild vergleichen. Unsere 3 Stapel nehmen wir nun mit zur Nähmaschine und wir sehen uns an der Nähmaschine wieder. Diesen kleinen Block möchten wir nun noch 4 Mal arbeiten. Wir haben unsere einzelnen Reihen sortiert. Wir nehmen unsere erste Reihe A, schauen, ob die auch wirklich ganz genau liegt, wie in unserem Musterblock. Wenn wir da sicher sind, nehmen wir die zweite Reihe B, vergleichen auch das und diese beiden Reihen möchten wir nun aneinander nähen. Und jetzt kommt die schwierigste Stelle von dem ganzen Quilt. Wenn wir die beiden Seiten nun zueinander schlagen, dann laufen unsere Nähte in entgegengesetzte Richtung. Das heißt, unsere beiden Nähte treffen nur an einem Punkt genau übereinander. Wir haben ein X, die eine Naht läuft quer, die andere Naht läuft in die andere Richtung quer und dieses X trifft sich genau an einem Punkt. Und den Punkt möchten wir beim Nähen erwischen. Dazu gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Wir greifen bei unseren Blöcken ein paar dieser Konzepte auf. Mein Viertel-Inch, meine Nahtzugabe, trage ich einmal auf die rechte Seite meines ersten Streifens ein. Ich lege also einmal mein Lineal ganz genau an, 1/4 Inch. Ich habe ein Lineal, das hat mir die Viertel-Inch Nahtzugabe schon eingezeichnet. Das kann ich nachmessen und ich ziehe einmal Striche genau über meine andere Naht. Mein zweiter Stoffstreifen soll ja rechts auf rechts gelegt werden, mit der rechten Seite auf unseren unteren Stoffstreifen. Das heißt, hier zeichne ich auf der Rückseite, auf der linken Stoffseite, meine Nahtzugabe einmal komplett ein. Das ist die erste Methode, die wir uns anschauen. Es gibt mehrere Methoden. Und wir möchten uns unterschiedliche Methoden anschauen, damit jeder für sich entscheiden kann, was ist denn
die eigene wunderbar gute Idee. Da wäre ich euch auch sehr dankbar, wenn ihr da Erfahrungen gesammelt habt, das einfach mal unter das Video schreibt, sodass wir unsere Erfahrungen mit denen, die das erste Mal machen möchten, teilen können. Wir legen beide Streifen aufeinander. Und nun ermitteln wir genau unsere Punkte. Dazu gibt es auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Wir nehmen einen Kugelkopf oder ganz egal, was für eine Stecknadel, und wir stecken einmal genau auf unserer Linie. Wir haben unsere Nahtzugabe, wir haben unsere Naht und wir stecken unsere Nadel genau in diesen Punkt. Wenn wir den Punkt getroffen haben, möchten wir nicht durch beide Stofflagen gehen. Wir möchten an diesem Punkt durch eine Stofflage gehen. Sonst habt ihr den genau richtigen Punkt und zieht die andere Stofflage so darüber, dass man den Punkt doch nicht findet. Bei unserer anderen Seite ist es das Gleiche. Wir haben unsere Nahtzugabe, wir haben die genähte Naht und wir setzen die Nadel genau an dem Punkt an der Naht an und gehen durch eine Stofflage. Wenn wir unsere Nadel nun einstecken würden, das heißt noch sichern würden, würden wir die beiden Stofflagen gegeneinander verschieben. Das möchten wir nicht. Wir lassen unsere Nadel also einmal ganz genau gerade stehen, nehmen eine zweite Nadel und sichern das Ganze kurz vor dem Punkt. Das Ganze nehmen wir nun mit zur Nähmaschine. Und hier haben wir uns nun ja die ganze Linie einmal eingezeichnet. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur darauf achten, dass alles gerade liegt und wir einmal genau über unsere Linie nähen. Und wenn wir es gut gemacht haben, dann liegen unsere Punkte nun perfekt aufeinander. So schaut das nun aus. Die eine Ecke stimmt nicht hundertprozentig. Für mich ist sie gut genug. Eine andere Möglichkeit, das Ganze zu stecken, ist, wir tragen immer noch unsere Linien ein. Dieses Mal stecken wir aber die Nadeln anders. Wir legen das Ganze schon übereinander und unsere Nadeln schieben wir nun ganz flach in den Stoff. Das heißt, hier schieben wir das Ganze einmal wieder genau auf den Punkt, achten wieder darauf, dass der Punkt stimmt, legen das Ganze gerade und flach an und stecken das einmal fest. Und auch hier können wir wieder über unsere eingezeichnete Linie nähen. Und wir lauern. Siehe da, beide Linien stimmen ganz wunderbar überein. Meine Lieblingsmethode, die zeige ich euch jetzt. Wir legen beide Elemente an, dass sie gerade übereinander stehen, dass sie genau passen. So, das Ganze kippen wir einmal um. Das legen wir unter unsere Maschine. Und dann können wir kontrollieren, die Nahtzugaben liegen übereinander, unsere Ecken stimmen. Hier oben stimmt das nicht so ganz, doch, da es stimmt. Und wir nähen einmal den Nahtanfang. Wir fühlen hier mit dem Finger, ob unsere sich kreuzende Nähte genau an der richtigen Stelle übereinander liegen. Viertel-Inch ist hier, Viertel-Inch. So, das fühlt sich gut an. Das halten wir einmal mit dem Finger fest und wir nähen. Nadel bleibt im Stoff und unsere Stoffe liegen vernünftig. Auf diese Weise stellen wir alle Zacken fertig. Wie ermittle ich denn nun die Stoffgröße, die ich für meinen Hintergrundstoff brauche? Das ist super einfach. Wir haben hier eine Inch-Unterlage vor uns liegen. Wir haben hier die Angaben in Inch. Wir kippen unseren Stern einmal. So, und wenn wir ihn kippen, dann sehen wir ein Quadrat. Ein Quadrat von 9 Inch. Diese 9 Inch müssen wir nachher mit unserem Hintergrundstoff füllen. Wir haben 2 Nahtzugaben und eine dritte Nahtzugabe in der Mitte. 9 Inch plus Nahtzugaben plus 3 mal Nahtzugaben sind 10,5 Inch. Wir brauchen hier also ein Quadrat von wenigstens 10,5 Inch.
Ich nehme immer gerne mehr. Ich habe schon Quadrate vorbereitet. So, ich habe ein 11" Quadrat zugeschnitten, habe das in Dreiecke geteilt und diesen Stoff kann ich nun hier anlegen. Und mein Stoffstück ist auf alle Fälle länger als mein Stern, sodass mein Stern gut eingefasst ist und ich noch genug Raum habe, um am äußeren Ende das Ganze auf Maß zu schneiden, auf mein gewünschtes Maß. Bei der geraden Seite können wir nun ein bisschen schwierig ablesen, wie groß unser Quadrat denn nun wirklich sein muss. Aber auch das ist kein Problem. Ich habe hier ein Inch-Quadrat, das lege ich an, einfach in diese Lücke hinein. Und dieses Inch-Quadrat gibt mir nun wieder ein 9 Inch großes Feld vor. Unser Quadrat hat 1, 2, 3, 4. Wir schneiden es zweimal. 5, 6 Nahtzugaben. Das heißt, wir haben 9 Inch. Bei 6 Nahtzugaben brauchen wir 3 Inch dazu. Wir brauchen also ein 12 Inch großes Quadrat. Ich habe einfach ein 12,5 Inch großes Quadrat zugeschnitten und habe das in Viertel geteilt. Und so schaut unser Ergebnis nun aus. Wir haben hier das geteilte 11 Inch Quadrat. Wir haben hier die eine Hälfte des geviertelten 12,5 Inch Quadrates. Hier haben wir wieder die beiden Hälften des 11 Inch Quadrates und an den unteren Rändern sind die nächsten beiden Viertel von unserem geviertelten 12,5 Inch Quadrat. Und das nähen wir nun an. Wir legen das Ganze genauso aus, damit wir nicht durcheinander kommen, damit wir nicht irgendeines dieser Dreiecke verdrehen. Und wir nähen zunächst einmal an jede einzelne Zacke 2 Spitzen. Wir fangen mit der kleinen Außenzacke an, legen die einmal um, legen sie locker an. Wir haben Raum genug bei diesen Maßen und wir nähen die äußere Zacke einmal fest. So schaut unsere Naht nun aus. Wir schlagen das einmal nach außen, pressen die Naht mit unserem Finger einmal zurück, legen das Ganze einmal vor uns so, und wir begradigen diese äußere Naht. Wenn wir das haben, nehmen wir das zweite Stoffstück, schlagen das über und nähen das Ganze einmal an. Unsere angenähte Naht schlagen wir einmal nach außen. Und auch da gehen wir einmal mit unserem Finger entlang. Das Ganze wiederholen wir bei allen einzelnen Zacken. An jede einzelne Zacke haben wir nun sowohl ein Eckstück, eine Kante, als auch ein Mittelstück genäht. Und wir haben unsere Achtel fertiggestellt. Hey, es wird fertiger und fertiger. Wir haben unsere Achtel gearbeitet. Wir haben unsere Achtel als Viertel zusammengesetzt. 2 Viertel haben wir zu einer Hälfte zusammengesetzt. Und wenn wir diesen unteren Teil nun zur Hälfte zusammengesetzt haben, dann nähen wir einmal unsere Abschlussnaht. Wir haben unseren Quilt soweit fertiggestellt und nun nähen wir unsere Abschlussnaht. Dazu schlagen wir einmal beide Quilthälften übereinander. Unsere Mittelnaht hat am Ende, wo alle Nähte zusammenkommen, genau ein Viertel Inch Nahtzugabe. Sollte sie haben. Meistens hat sie das nicht. Wir schauen, wo sind denn nun genau unsere Punkte. Das markieren wir uns tatsächlich. Wir stecken eine Nadel ein, so.
Und auf der anderen Seite, wo ebenfalls alle 6 Nähte zueinander kommen, stecken wir ebenfalls eine Nadel ein. So. Und diese Nadel lassen wir nun erstmal so ganz frei stehen. Von hier aus richten wir jede einzelne Naht aus. Wir legen unsere beiden Nähte genau aufeinander. So, und stecken das Ganze einmal längst. Das sieht man gut. Beide Nähte liegen genau aufeinander und wir sichern diesen Punkt. Das machen wir mit allen Punkten, Punkt für Punkt. Unsere mittlere Nadel bleibt immer noch lose stecken und wir arbeiten uns auf der anderen Seite weiter vor. Wenn ihr diese Naht zusammensetzt und ihr seid unsicher, dann näht die Naht zuerst mit einem sehr groben Stich. Dann habt ihr ganz viele Möglichkeiten zu korrigieren. Ihr könnt ganz leicht einzelne Partien eurer Naht trennen. Und ihr seid sicher, dass ihr später mit eurer Abschlussnaht auf jeden Fall ein gutes Ergebnis erzielt. Als letztes sichern wir den mittleren Punkt. Da schauen wir uns nochmal an, ob es liegt, ob das mit den anderen Punkten übereinstimmt. Wenn wir das haben, setzen wir rechts und links unseres Mittelpunktes eine Nadel. Wir legen das Ganze wieder mit einem 1/4 Inch Nahtzugabe unter unserer Maschine und nähen die Abschlussnaht einmal ab. Und unser Lone Star Quilt ist fertig. Yay! So schaut der ganze Quilt aus. Ich mag ihn sehr und vielleicht seht ihr, dass ich an einer Stelle eine Spitze falsch herum eingenäht habe. Und ich habe überlegt, möchte ich das ändern oder möchte ich das so lassen? Und ich habe mit meiner Tochter gemeinsam überlegt und gemeinsam dachten wir, nein, einmal sieht es gut aus. Und was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und glücklich. Tschüss!